Ja, heute mal wieder aus meinen eigenen vier Wänden. Ich bin zurück von Island und bevor ich euch auf die Hongkong-Videos von meinem Fototrip letzte Woche loslasse, möchte ich noch über Location-Planung sprechen. Und vor allem, weil die Videos noch nicht fertig sind. Es ist Sommer. Der Schlüssel zum fotografischen Erfolg liegt wie so häufig in der Vorbereitung, oder zumindest im großen Teil so in der Vorbereitung. Wenn ich irgendwo hinfahre zum Fotografieren, wo ich noch nie war und wo ich nicht persönlich zum Scouten hingehen kann, dann nutze ich gerne Google Maps oder auch Google Street View, um so ein bisschen mich vorzubereiten. Das könnt ihr zum Beispiel auch in dem Video über meine Islandplanung sehen. Die Kombo deckt schon echt eine ganze Menge ab, aber jetzt habe ich noch eine Möglichkeit entdeckt, um das zu erweitern und das möchte ich euch gerne vorstellen. Ich habe mir nämlich so eine schöne VR-Brille ausgeliehen. In meinem Fall, Kabel ist ein bisschen kurz, kommst du wohl her? In meinem Fall die HTC Vive. So, ist natürlich Quatsch, sich extra nur zum Scouten eine VR-Brille zu kaufen, dafür ist das Teil viel zu teuer. Aber wenn man zufällig eine hat oder sich eine leihen kann, dann ist das Ganze schon wesentlich intuitiver. Man bekommt einen sehr guten Eindruck über die Größenverhältnisse vor Ort, denn es ist ja alles in 3D. Und man kann mit einer Einstellung im Prinzip den menschlichen Maßstab einstellen und aus der Ich-Perspektive, Perspektive und Location relativ gut beurteilen. So, es gibt auch eine günstigere Variante, nämlich Google Street View. Das funktioniert auch auf dem Handy mit einem Cardboard oder Gear VR. Das deckt allerdings nicht alles ab. Man kann nur auf den von Google vorgelegten Strecken, die auch von Google aufgezeichnet wurden, sich 360 Grad umgucken. So, und darüber hinaus sind es aber nicht die gleichen Funktionen. Jetzt war ich ja letzte Woche schon in Hongkong. Trotzdem möchte ich das jetzt mal als Beispiel nehmen, um euch zu zeigen, wie das Ganze wirkt. So, das ist der Anfangsbildschirm von Google Earth VR. Drücken wir auf Start und dann können wir unsere Location auswählen, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Sehr schön. Ich kann natürlich jetzt hier auf Suchen gehen, aber ich weiß, dass Hongkong hier auch irgendwo drin ist. Da ist es. Ab nach Hongkong. Da wären wir. Gehen wir mal nach oben. Jetzt können wir ein kleines bisschen Gott spielen. Das hier ist die Hongkong-Seite. Das ist Kowloon. So, diese Perspektive, die sieht man natürlich auch in Google Street View und man kann die dann drehen, wie man möchte. Aber hier ist es deutlich intuitiver, weil man mit den Controllern über die Karte fliegen kann und sich einzelne Locations auswählen kann. Jetzt kenne ich Hongkong schon, jetzt wusste ich, die eine oder andere Location ist ganz nett. Zum Beispiel hier am Avenue of Stars, beziehungsweise hier an dem Space Museum. Hier ist das Space Museum und hier ist der Fernleger, weil von hier hat man den freien Blick auf diese Skyline. Ich bin das erste Mal von hier aus der Metro gekommen, hier entlang gelaufen. Hier entlang gekommen, habe mich gedreht und puff! Skyline, das Ganze bei Nacht. Die Kamera stand hier. So, und hier seht ihr auch schon das Besondere an Google VR. Ich bin jetzt quasi in der menschlichen Maßstabsversion. Diese Darstellung, die muss man erstmal freischalten. Und das tut man, indem man hier auf Menü drückt, auf diese 3 Punkte geht und hier Allow Human Scale einstellt. Den Komfortmode habe ich jetzt für dieses Video mal ausgemacht. Das ist eigentlich nur, wenn ich ihn mal anmache, das zeige ich euch ganz kurz. Wenn ich jetzt hier hin und her scroll, gibt es quasi eine eingegrenzte Sicht. Das ist eigentlich nur dafür da, dass man einem nicht schlecht wird, wenn man die ganze Zeit hin und her scrollt. Aber damit man mehr in diesem Video sieht, habe ich das mal ausgemacht. Kotzen kann ich nachher. So, zurück zu unserer Skyline. Hier bin ich entlang gelaufen und man kann dann, wie gesagt, Google VR sehr schön nehmen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie zum Beispiel die Skyline von welchem Punkt aus aussieht. Hier hat man zum Beispiel sehr, sehr guten Blick auf das Convention Center, aber auch wenn man jetzt ungefähr 35 oder 24 mm fotografiert, das ist ja ungefähr dieser Ausschnitt, sieht man, das ist glaube ich die Bank of China hier hinten noch mit drauf, die immer sehr hübsch angeleuchtet ist. Und wollten wir das IFC2 fotografieren, das ist dieses Gebäude hier, auf dem auch Batman schon einmal stand, in The Dark Knight, dann müssten wir zum Beispiel weiter hier rüber gehen. Solche Sachen kriegt man sehr gut in VR raus. Diese blaue Linie ist übrigens für meine Wand, muss ich aufpassen, dass ich hier irgendwo gegenlaufe. So, hier ist eine Promenade, hier kann man hochgehen, fliegen wir jetzt mal schnell hin.
ein bisschen hoch oder hier unten durch und durch die Treppe. Und man sieht, hier ist dann auch schon so eine Rundung, wo man sich quasi ans Wasser stellen kann. Und hier hat man einen deutlich besseren Blick auf das IFC-Gebäude. So, eine weitere besondere Location, an der ich war in Hongkong, ist die Filmlocation von Transformers 4. Der vierte Teil wurde zum Teil also natürlich auch hier irgendwie in der Skyline gedreht und das eine Transformers löst hier das Convention Center auf. Aber ich wollte mir unbedingt die Filmlocation angucken, die in dem Wohngebiet stattgefunden hat, denn da ist es noch sehr, wie ich glaube, ursprünglich chinesisch. Und das Ganze wurde in Quarry Bay gefilmt und das ist auf dieser Seite. Hier drüben. Da gibt es eine Szene, wo der Transformers hier so über dieses Gebäude hier fliegt und später angeschossen wird und hier in die Berge irgendwie abgleitet. Also diese Szene ungefähr. Und das Ganze gab es dann auch nochmal aus dieser Perspektive. Da bekommt man einen sehr, sehr guten Eindruck davon, wie das Ganze aussieht vor Ort. Das kann man auch in Google Street View sich anschauen. Allerdings muss man auf die Ich-Perspektive dann verzichten. Mich hat das aus zwei Gründen gereizt. Zum einen ist das Wohngebiet in Hongkong dafür bekannt, dass sehr, sehr viele Hochhäuser im gleichen Look nebeneinander stehen und das irgendwie ein tolles Muster ergibt. Das passiert hier zum Beispiel. Also hier kann man sehr schön sich angucken, wo muss ich stehen, um ein beeindruckendes Bild davon zu machen. Nämlich am besten irgendwo hier auf dem Dach oder hier im Wald. Das geht natürlich nicht, aber das kann man sich auch zum Beispiel hier anschauen. Dafür muss man auf dieses Dach, wo auch schon Michael Bay war. Und es gibt eine zweite Szene, die ich gerne fotografieren wollte. Und zwar ist das die Häuserschlucht von unten nach oben betrachtet im Film. Und dazu kann man hier unten in dieses Treppenhaus gehen. Das kann man sich auf Google Street View angucken, aber man kommt eben nicht weiter ran. Und hier können wir einfach mal auf den menschlichen Maßstab gehen. So. Und wenn wir dann nach oben gucken, haben wir genau diese Einstellung. Die Schauspieler laufen hier hoch. Hier oben springt das Stunt-Double von Mark Wahlberg rum. Ich habe mich dann hier hingestellt und den Blick nach oben aufgenommen. Hier kriegt man wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck davon. Spannend. So, eine weitere spannende Location war in Mong Kok. Ja, es heißt so. Und das ist hier ungefähr. Und da ist es besonders voll mit Neonlichtern oder Neonschildern und besonders voll mit Menschen. Man kann das von hier oben ganz gut betrachten. Leider hört hier der Detailgrad von Google Maps auf. Ja, man kriegt einen Eindruck, wie groß alles ist, aber da hört es dann leider auf. Dennoch, hätte ich die VR-Brille vor meinem Hongkong-Trip gehabt, hätte ich mir sicherlich dieses Dach hier angeguckt und hätte den Markt von hier oben fotografiert. Wäre schön gewesen, hätte, wäre, könnte, nächstes Mal. Hongkong ist natürlich ein tolles Beispiel, da funktioniert es wirklich richtig gut. In anderen Locations funktioniert es leider nicht ganz so gut. Das zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Beispielsweise Island. So, wir sind jetzt hier bei Seljalandsfoss. Jetzt mal auf menschlichen Maßstab gehen. Da ist theoretisch ein eindrucksvoller Wasserfall. Ja, man bekommt den Eindruck, wie groß oder wie weitläufig das ist, aber man kann natürlich die Location hier nicht gut genug sehen. Gleiches gilt für Skogafoss. Skoga. Voila! Da ist er theoretisch. Wenn wir jetzt mal uns hier hinstellen, von wo aus wir die Drohnenaufnahmen gemacht haben. Schade. Wo es allerdings hier einigermaßen funktioniert, ist Doxness. Hier geht es ganz gut, also die Berge sind offensichtlich groß genug, dass man das sehen kann. Yannick und ich haben hier hinten irgendwo, da hinten irgendwo im Hotel gewohnt, sind hierher gefahren. Hier stand das Auto. Und falls ihr die Videos gesehen habt, wir sind dann hier mit der Drohne entlang geflogen, beziehungsweise standen hier neben dem Google-Schriftzug und sind mit der Drohne hier einmal oben drüber geflogen und haben hier die Fotos gemacht.
Hier bekommt man einen ganz guten Eindruck. Also ist ja nicht so lange her, dass ich da war. Man kann auch gucken, wo geht hier Sonne auf und wo geht unter und wie würde sich das auf die Berge auswirken. Das ist sehr praktisch, aber natürlich alles nicht ganz so detailliert wie zum Beispiel in Hongkong. Dennoch sehr beeindruckend. So, in meinem Fall wäre es natürlich praktisch gewesen, wenn ich die Brille vor dem Hongkong-Trip gehabt hätte. Aber egal. Bis ich die Videos zu Hongkong fertig geschnitten habe, schaut doch einfach nochmal das 4-tägige Videotagebuch zu Island. Und wie immer, wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Like, teilt meine Videos oder abonniert meinen Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal.